Hallo Sylvain, Hallo Alice. du hast einen sehr französischen Namen, so wie Ja, mein Nachname auch, ich bin auch Moustier. Franzose. Und wie lange bist du schon bei Mensa? Du bist bei Mensa Deutschland oder Mensa Frankreich? Ich bin bei Mensa in Deutschland, weil ich in Deutschland wohnhaft bin. Ich Ah, bin aber Mensa vor 2, 3 Jahren getreten, vielleicht. erst. Nicht, ja. Cool. Und was hast du so im beruflichen Sinne mit Hochbegabung erlebt? Nicht viel. Ich wurde so im Rahmen meines Berufs so als höchst begabt so erkannt. Also im Beruf inwiefern? Ja, es Hat man da einen war, Test gemacht? ja, mein genauso IQ wusste ich erst später. Ich hatte eine Beförderung bei meiner damaligen Firma und da war ein Assessment. Die hatten ein Assessment gebucht bei Recruiter, ich sage die Firma nicht. Und ja, dann war nichts anderes als eine IQ-Test, Ach so. was ich Also später so Assessment erfahren habe. Center hat man es genannt und eigentlich war es ein IQ-Test. Da war Assessment, das waren so Tests, die ich so tun sollte mit einer Besprechung, da war eine Stunde vielleicht oder so. Ja, man kennt das von WISE oder andere Tests. Später kam raus, Sie sind sehr, sehr hochintelligent, Dankeschön. Fühlte ich mich geschmeichelt. Das war gut, an sich kein Problem. Tatsächlich, ich würde nicht sagen ein Schock, aber ich hatte das nicht erwartet. Ich dachte, ich bin ja so in der Norm. Ja, am Anfang war so unproblematisch und später kam es Probleme mit meinem Chef, tatsächlich. Also Aber das der ist, Chef hatte doch das Assessment Center gebucht, ja, oder? und der hatte auch so vom gleichen, der hatte den gleichen Assessment gemacht und der hatte wahrscheinlich nicht so gut abgeschnitten. Der war auch so vorher so da in diese Firma angestellt worden. Der hatte diesen Assessment gemacht und da stand so bei mir, dass er meine Ideen wahrscheinlich nicht mal nachziehen könnte. Das hat sehr schnell so dann andere Wende genommen, dass er meinte, nichts gegen deinen Intellekt, aber oder es geht hier nicht um Intelligenz und ja, da war so ein bisschen problematisch, aber das sind so bei ihm psychologische Probleme vielleicht, keine Ahnung. Aber Und dann bist du gekündigt worden, oder was ist dann ich habe passiert? gekündigt selber. Du hast Ich habe was gekündigt. anderes gefunden. Und was hast du dann Ja. gemacht? Ich war eine Zeit lang selbstständig, war auch so parallel tatsächlich selbstständige so Tätigkeiten geführt. Und ich habe auch so ein Gewerbe. Und seit kurzem habe ich jetzt wieder so einen Auftrag bekommen, bei einer Firma um einen Webshop zu betreiben. Achso, und da bist du Und zu angestellt. gründen. Ja, und da Weil bin es ich gibt ja angestellt zurzeit. viele Hochbegabte, die sich selbstständig machen, weil sie eben leider solche Erfahrungen gemacht haben. Ja, ich war vorher auch schon so selbstständig. Das ist, ja, diese schlechte Erfahrung hat nur mit diesem Mesh zu tun, hat nichts mit meiner Oberbegabung zu tun, Ja. persönlich. Ja. Und fühlst du dich wohl, in einer Firma als Angestellter zu arbeiten oder war es angenehmer, selbstständig zu sein? Ich habe kein Problem damit. Also ich habe grundsätzlich kein Problem mit der Autorität, wenn ich denke, dass es so sinnvoll ist. Mhm. Tatsächlich, ich bin in meinem Bereich, ich kann das relativ gut. Ne, alles gut. Ich mag auch so Firmen. Eigentlich so, ich interessiere mich auch so sehr stark für strategischen Management und dafür brauchst du eine Firma meistens. Nee, ich habe kein Problem damit. Ich könnte auch so selbstständig, ich hatte auch kein Problem mit der Selbstständigkeit. Mhm. Ja. Nur das soziale, diese kollegiale Umfeld fällt, wenn du selbstständig bist. Das verstehe ich sehr gut. Mhm. Deswegen habe ich zum Beispiel auch häufig so einen Coworking Space Space. gehabt, wo ich Mhm. halt einfach mit Leuten zusammenarbeite, dass wir uns gegenseitig auch austauschen können. Und das war immer sehr befruchtend, weil der andere dann zum Beispiel Social Media Marketing gemacht hat und mir super geholfen hat für mein Social Media Marketing. Also wir haben uns immer sehr untereinander unterstützt, auch wenn wir überhaupt nicht die gleiche Firma hatten und so weiter. Das ist tatsächlich eine Lösung. Also Ja, es ist immer gut, woanders so Unterstützung zu bekommen. Das ist auch so gut, manchmal so Feedback zu haben. Auch wenn du eine Ohrbegabung hast, also auch so Zweifel, ohne so vom Imposterzentrum zu sprechen. Und ich kenne es sogar ist, fast mehr Hochbegabte, die an sich selbst zweifeln, als Normalbegabte. Ist bei mir so häufig aufgefallen. Ich ja, kenne sehr viele unsichere Hochbegabte, die an sich selber zweifeln, an ihrem ich glaube, die meisten Können. sind dessen bewusst, wie komplex oder wie breit ein Bereich sein kann. Das Wissen überhaupt. Ja, also man spricht auch so öfter von diesem Dunning-Kruger-Effekt. Ob es wissenschaftlich belegt ist, weiß ich nicht, aber könnte zutreffend sein, ja. Ja. Hm.
Und gibt es noch etwas, was du wichtig findest für Hochbegabte im Unternehmenskontext? Die viele, also das hat auch so ein bisschen mit Impostor-Syndrom zu tun, denken, die sind so Underachiever. Und wenn du guckst aber so den Lebenslauf, was die alles so gemacht haben und so weiter, dann so, nee, so eigentlich hast du ganz schöne Performance da gebracht und die dürfen nicht eben so an sich zweifeln. Ja. Äh, Ja, sie haben das eigentlich erbracht, aber sie fühlen das, sehen das halt selber nicht so. Ja, die streben nach was Besseres, also das ist aber nicht vorwerflich. Ähm, Schwer zu sagen, ich denke, viele Ohrbegabte wissen nicht mal, dass sie ohrbegabt sind. Ganz, ganz viele wissen. Äh, Oder sie denken, sie hätten ADHS oder Autismus. Vielleicht haben sie auch beides, aber ja, wissen halt von der Hochbegabung nichts. ja, und die meisten sind wahrscheinlich auch so nicht auffällig in Firmen, die sind einfach noch so erfolgreich Ja. und keine Probleme. Oder wie wir Ähm, jetzt zum Beispiel dieses Buch Plötzlich hochbegabt, was auch von Mensa unterstützt wurde. Da ist ja auch viele erzählen eben ihre Story von solchen Späterkannten, Underachiever ja häufig dann auch. Und die erzählen ja auch selber, dass sie lange Zeit einfach nur gedacht haben, ich bin komisch, ich bin falsch, aber nicht verstanden haben, dass da einfach da oben ein bisschen schneller rattert. Ja, also ich weiß nicht, ob es die meisten so zutrifft. Könnte sein, dass es so solche Leute gibt, eben mit ADHS oder Autismus. Ähm, Man merkt aber, dass eine OIQ meistens ein Schutzfaktor ist, dass die Leute eben so besser in der Schule sind, bessere Einkommen haben, bessere Karriere haben. Ja, weiß ich auch nicht so, ob man das auf alles beziehen kann. Also eine Studie von diesem hochbegabten Forscher aus Marburg hat ja gesagt, dass eben Hochbegabte häufig gut verdienen etc. Aber wenn man so bei uns im Verein schaut, kenne ich auch sehr viele, die sehr wenig verdienen und aber auch gleichzeitig auch häufig Behinderungen haben. Mhm. Und ich bin ja selber halb blind und ich glaube, dass ich ohne die Hochbegabung sehr viel schlechter hätte lernen können, mit dieser Behinderung besser Mhm. umzugehen. Und deswegen glaube ich, dass manchmal, wie du ja sagst, dass das manchmal auch ein Ausweg ist, dass man durch die Hochbegabung eben lernt, mit anderen Schwächen besser umzugehen. Mhm. Aber die Antwort ist bereits in deiner Frage. So, der Verein ist einfach nicht repräsentativ für Ohrbegabte. Das stimmt. Ja, weil wir sind ja vom Verein her, wir haben jetzt, glaube ich, 16.000 in Deutschland. Ja, Und oder 18.000, glaube ich sogar. 18.000 vielleicht sogar, ja, kann auch schon Mhm. sein. Aber es sind ja trotzdem, glaube ich, noch nicht mal 2% von den 1,6 Millionen, die wir hier haben Mhm. müssten, wenn man nach der Statistik geht, dass man sagt, 2% der Bevölkerung sind hochbegabt. Mhm. Dann sind wir noch nicht mal 2% von diesen 2%. Ja, ja, noch mehr. Ja, ja. Das ist, was du sagst, bei der Arbeit tatsächlich könnte sein, dass eben, wie wir sprachen von diesem Imposter-Syndrom, Underachiever-Gefühl, auch dieses Streben nach was Besseres. Es kann sein, dass die Diskrepanz ein bisschen so höher ist bei Ohrbegabten. Die möchten viel erreichen, die sind in der Lage, die sind dazu fähig, mehr zu erreichen. Die werden vielleicht in Firmen oder in dem Umfeld so öfter von den Kollegen so ausgebremst. Ja. Das kann natürlich auch zu Frustration Ja, führen. oder sie bremsen sich auch selber aus, weil sie halt merken, oh, die gucken mich alle komisch an, die verstehen mich nicht, ich werde ausgegrenzt, ich gehöre nicht dazu. Und dann hat man ja selber einfach aufgrund dieses sozialen Bedürfnisses dazu zu gehören, dann automatisch diese Reaktion, okay, ich muss mich anpassen, dann reiße ich besser nicht mehr solche Witze, dann erzähle ich besser nicht mehr solche Geschichten Mhm. und dann passt man sich ja Stück für Stück an. Das ist ja eigentlich wie bei Autismus, dieses Masking. Ja. Und Masking, eine Maske tragen, tut man ja auch als Hochbegabter eigentlich. Sich der Normalbevölkerung anpassen, damit man eben nicht negativ auffällt. Ja. Ich glaube, dass die normale Bevölkerung solche Probleme auch kennt. Bestimmt. Ja, das ist eigentlich so für allen so. Es gibt auch so einen Punkt, wo man spricht eben ausgegrenzt oder so. Die Ohrbegabung merkt man vielleicht nicht immer direkt im Alltag. Also es ist schwer zu sagen, so diese Person ist ohrbegabt oder nicht. Also Autismus ist vielleicht einfacher zu merken. Oder es heißt ja nicht Äh, umsonst der Professor mit 2 linken Händen, weil die ja teilweise im Alltag völlig unfähig sind sogar. Oder Linkshändler sind. Nee, das ist aber auf der Arbeit
So wenn du in deinem Fach bist und du musst ein bisschen so tiefer gehen tatsächlich, ich glaube, das ist bei der Arbeit, wo du diese Unterschiede mit der Norm so merkst, weil du wesentlich schnell, also Unternehmen sollen auch so mit Leuten mit einer schnellen Auffassungsgabe, einer Lernbereitschaft, und das sind die auch Begabte. Also das sind, die geben Gas, die verstehen alles schnell, die können sich in komplexe Herausforderungen so schneller durchdringen. Und diesen Unterschied da, das merkst du tatsächlich. Das merkst du aber zum Beispiel, also ich weiß, Finde ich. bei der Bundeswehr, bei der Polizei, Richtig. da macht man ja in gewisser Weise auch so einen IQ-Test mit denen, die sich bewerben. Und trotzdem weiß da eigentlich von den Führungskräften etc. kaum jemand irgendwas über Hochbegabung. Weiß also eigentlich, ja, man hat jetzt so einen IQ-Test gemacht, aber wie gehe ich dann mit diesen Menschen um? Das lernt man als Führungskraft bei der Bundeswehr oder bei der Polizei trotzdem nicht. Und deswegen sehe ich das halt ganz häufig, dass Firmen zwar Hochbegabte haben wollen, aber eigentlich nicht lernen, damit dann auch wirklich gut umzugehen. Und dann kann es eher sogar zu Problemen führen. Ja, aber wie kann man damit umgehen? Es gibt auch so viele Klischees, dass die Hochbegabte als Nerd so betrachtet werden oder als sozial inkompetent betrachtet werden. Da gibt es bestimmt auch solche, aber es gibt auch ganz viele, die sozial total kompetent sind.